Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Lenovo und zwar ein IdeaPad und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite und zwar extrem schwer zu lesen hier oben. Und mit dieser Modellnummer findet ihr alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät sehr einfach bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur und dem Touchpad ist es so, die kommen beide zusammen mit dem Topcase. Und dafür muss man dann auch alles aus dem Gerät rausnehmen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuerst alle Schrauben lösen. Und da ist es so, dass die 3 Schrauben hier oben etwas länger sind, während die Schrauben hier unten herum etwas kürzer sind. Die sollte man also getrennt aufbewahren. Und es ist auch so, dass das hier Torx-Schrauben sind. Und ich benutze jetzt hier ein Universalwerkzeugset. Das ist super praktisch. Da sind nämlich alle Aufsätze, die man so gebrauchen kann, direkt mit dabei. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr Interesse habt. Und für die Torx-Schrauben nehme ich hier als Aufsatz ein T5. Um jetzt die Unterseite vom Gerät zu lösen, zeige ich euch als erstes mal, wo die überhaupt miteinander verbunden sind. Und ich glaube, hier kann man das hoffentlich ganz gut sehen. Und das geht so einmal um das Gerät herum, auch auf der Rückseite. Und ja, zum Öffnen benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann würde ich jetzt in dem Fall versuchen, auf der Rückseite anzufangen. So, und dafür versuche ich hier mit dem Öffner zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite zu kommen. Mir da eine kleine Öffnung zu schaffen und das dann nach oben zu hebeln. Und das kann manchmal ein bisschen schwerer gehen. Da braucht man aber keine Angst zu haben. Auch das laute Knacken darf einen da nicht irritieren. Das ist ganz normal. Das ist, wenn die Einraststellen sich lösen. Und da geht man einfach... Ich bin jetzt hier im Grunde genommen nur ein bisschen vorsichtiger, weil ich halt das Gehäuse nicht zerkratzen will. Aber ansonsten geht man da einmal um das Gerät herum. Hebelt das eben nach oben hin auf. Und dann kann man oft schon mit der Hand drunter fassen und das ein bisschen nach oben hebeln. Da würde ich jetzt nicht zu arg gehen, wenn das noch nicht so gut geht. Dann macht man einfach hier mit der gleichen Technik weiter und hebelt das einfach weiter auf, bis man das wirklich leicht abbekommt. Genau wie jetzt. Dann löst sich das schon fast von alleine. Und dann kann man die Unterseite einfach abnehmen. Die sieht dann so aus. Und so sieht das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres hier machen, trennen wir aber auf jeden Fall als allererstes mal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Stecker, die Kabel, die sehen wir hier. Und den Stecker kann man in dem Fall einfach nach unten hin rausziehen.
Und das ist wirklich von Modell zu Modell unterschiedlich. Die gehen mal schwer, mal leicht. Und der hat hier so eine kleine Ausbuchtung. Und in dem Fall geht er jetzt echt schwer raus. Man kann sich da auch, weil es hier eben diese kleine Ausbuchtung gibt, wenn der mal wirklich richtig fest drin sitzt, dann kann man sich ja auch eine kleine Hilfe nehmen und den dann so rausziehen. Und in dem Fall, ja, jetzt ist er draußen und das ist gut. Dann schauen wir mal, was man hier noch so sehen kann. Wir sehen hier über dem Akku die SSD. Das ist in dem Fall jetzt eine verkürzte. Hier passt aber auch eine ganz normale lange rein. Dann haben wir hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen, die um den Lüfter laufen. Wir sehen, dass es hier keinen RAM gibt. Der RAM ist, also es gibt einen RAM, aber der RAM ist aufgelötet. Das heißt, hier kann man den RAM nicht tauschen oder erweitern. Und dann haben wir hier noch den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt. Und es gibt auch noch eine Besonderheit, und zwar gibt es das auch mit einem verkürzten Akku. Der geht dann ungefähr bis hier. Und dann hat man hier drunter noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte. Oder auch, wenn man hier eine 2,5 Zoll Festplatte hat, die man vielleicht auch gar nicht braucht, kann man eben statt einem kurzen Akku einfach noch einen längeren, großen Akku bestellen und hat dann einfach mehr Akkuleistung. Um den Akku auszubauen, muss man die Schrauben, die sind auch alle hier mit M2 verzeichnet, lösen. Und man muss dafür auch den Aufsatz wechseln, habe ich gerade selber gemerkt, weil das sind ja ganz normale Kreuzschrauben. Das heißt, hier nehmen wir kein T5, sondern ein PH0. Und dann klappt das auch mit dem Aufschrauben. Wenn man dann alle Schrauben gelöst hat, kann man den Akku einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und eben gegebenenfalls tauschen oder auch eine andere Größe benutzen. Und hier sieht man jetzt eben auch noch die Halterung für die 2,5 Zoll. Die wird dann hier angeschlossen. Um die SSD zu tauschen, muss man nur diese eine Schraube hier hinten lösen. Das ist jetzt für beide gleich, ob das die verkürzte oder die normale in Anführungsstrichen ist. Und dann kommt die einem hier schon echt meistens da entgegen. Und dann kann man die hier einfach aus dem Slot ziehen und eben gegebenenfalls tauschen. Und ja, hier ist es jetzt halt so, dass die verkürzte in dieser Halterung drin sitzt. Die wird auch bloß von einer Schraube gehalten. Sollte man hier jetzt eine lange SSD einbauen wollen, dann braucht man da gar nichts weiter zu machen. Da braucht man auch keine weitere Halterung. Man kann die dann einfach hier genauso wie die jetzt einstecken, ein bisschen nach unten drücken und wieder verschrauben. Den Lüfter kann man bei diesem Gerät übrigens auch einzeln tauschen. Und der wird von 3 Schrauben gehalten. Und wir sehen hier noch das Lüfterkabel und die Antennen vom WLAN-Modul, die laufen hier auch immer oben, unten, oben, unten, einmal um den Lüfter herum. Da ist es sehr wahrscheinlich, dass die abgehen. Das ist aber überhaupt kein Problem. Die sind wirklich nur mit so kleinen Druckknöpfen hier drauf gedrückt. Das heißt, sollten die einem abspringen, kann man die einfach wieder drauf drücken. Und es ist auch so, die haben hier unterschiedliche Markierungen für das helle und das dunkle Kabel. Das heißt, auch da kann man nicht so viel verkehrt machen und dann drückt man die einfach wieder hier oben drauf. Das kann manchmal ein bisschen friemelig sein, aber ja, mit ein bisschen Glück kann man den Lüfter auch lösen, ohne dass die abspringen. Mir persönlich, ja, springen die allerdings meistens ab. Beim Lüfterkabel ist es so, ich finde die Verbindung hier irgendwie nicht sehr stabil. Deswegen greife ich den Stecker eigentlich immer direkt, nicht am Kabel, sondern hier an den Seiten und ziehe den dann da einfach nach hinten hin raus. Das geht manchmal auch einfacher, wenn die SSD draußen ist. Aber in dem Fall ging das jetzt auch so. Und dann kann man den Lüfter aus dem Gerät nehmen. Und wie gesagt, hier muss man jetzt eben die Kabel, die hier drumherum laufen, eben jeweils immer einmal oben
einmal unten ausfädeln und hat dann so den Lüfter in der Hand, kann den einfach austauschen. Und ja, man könnte sich jetzt hier auch ein bisschen Isolierband drüber kleben, dass die nicht wegspringen. Es gibt noch eine Sache, die ich hier gern zeigen würde. Und zwar, je nachdem wie der neue Lüfter geliefert wird, kann man hier auf einer Seite von dem Stecker die Kontakte sehen. Die sind nur auf einer Seite. Und die zeigen beim Verbinden mit der Buchse hier nach oben. Also da auf jeden Fall darauf achten, dass man das Kabel richtig rum wieder verbindet. Wenn man dann den Lüfter getauscht hat und die ganzen Kabel wieder eingefädelt sind, hier eventuell auch wieder das WLAN drauf gedrückt, dann steckt man den Stecker wieder in die Buchse zurück. Auch das kann manchmal ein bisschen friemelig sein. Auf jeden Fall schauen, dass der wirklich richtig drin steckt, bis ganz zum Anschlag, damit der Lüfter dann auch wieder ordentlich arbeitet. Ja, und dann muss man den eigentlich nur noch wieder verschrauben und ist da auch ziemlich schnell durch mit der Geschichte. Noch eine kurze Anmerkung hier. Hier kann man aufpassen oder sollte man aufpassen, die Schrauben sind unterschiedlich lang. Also schaut einfach, dass ihr die getrennt aufbewahrt und euch merkt, wo welche Schraube war. So, der Akkueinbau ist super einfach. Das Einzige, was ich jetzt hier mache, ist, ich verbinde das Kabel zuerst wieder. Einfach, weil ich da hoffentlich noch ein bisschen mehr Platz habe. Genau. Und dann muss man den Akku nur noch wieder auf die Position legen. Der hat hier auch immer noch so kleine Hilfsaufbuchtungen unter den eigentlichen Schrauben. Das heißt, der ist passgenau, da kann nichts passieren. Ja, und dann muss der eigentlich nur noch wieder verschraubt werden. Die Gehäuseunterseite legt man jetzt einfach oben wieder auf das Gerät und drückt die nach unten hin zu. Und da ist es so, man kann die wirklich auch fest zudrücken. Also hier sind überall Einraststellen, auch in der Mitte. Ich gehe am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum. Schaut, dass wirklich alles fest verschlossen ist, keine Lücken mehr zu sehen sind, so wie hier. Und dann kann man das Gerät wieder verschrauben. Nicht vergessen, man muss auch wieder zurück auf den T5 Aufsatz wechseln. Und ja, dann hat man hier alles erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.